Du möchtest dein Brot ohne Zusatzstoffe, aber mit natürlichem Aroma, dann nimm 630er Dinkelmehl, fein geriebene Karotten, ein wenig Salz und noch ein bisschen Pflanzenöl und dann gebe ich hier ein natürliches Backtriebmittel, das Hefewasser hinzu. Wie das geht, erfährst du oben rechts unter dem i. Und dann habe ich kürzlich ein Video für euch gedreht zu einem Sauerteig. Und das sind jetzt so ein paar der Reste, die da noch so übrig geblieben sind. Die wollen wir jetzt mal ordentlich verwerten. Eigentlich hätte der Sauerteig jetzt gefüttert werden müssen, aber weil ich wirklich so viel habe, gebe ich das jetzt mit hinzu. Das ist jetzt ein Roggensauerteig. Selbstverständlich könnt ihr auch ein Dinkel oder ein Weizensauerteig hinzugeben. Das ist komplett egal. Wichtig ist, dass es ein Sauerteig ist. Dann könnt ihr eure Küchenmaschine klar machen. Ich habe hier die KitchenAid und in der ersten Minute mache ich das auf Stufe 1. Und danach füge ich natürlich noch ein bisschen Flüssigkeit hinzu. Ich könnte mir vorstellen, dass auch richtig schön Buttermilch hierzu passt. Ich habe mich aber jetzt dazu entschieden, einfach nur so ein wenig Wasser noch mit hinzuzugeben und lasse das am Anfang, während das hier schon mal so ein bisschen vorab knetet, hineinrieseln. Und da ist es ganz wichtig, es kann ja sein, dass ihr euer Mehl selber mahlt oder ihr vielleicht auch ein Vollkornmehl verwendet. Dann ist es wichtig zu wissen, dass man die Flüssigkeit anpassen muss, denn da kann es sein, dass ihr mehr oder weniger benötigt. Deswegen gebe ich das jetzt hier schlückchenweise hinzu. Ich habe jetzt hier 630er Mehl ja genommen, das hatte ich ja schon gesagt, und das ist aber ein gekauftes Mehl. Und, ich bin aber gerade bei mir dabei, so ein bisschen was umzustellen. Das heißt, zukünftig werde ich auch immer mehr meine Mehle selber mahlen. Falls dich das auch interessiert, zusätzlich zu solchen köstlichen und leckeren Rezepten, dann abonniere gerne meinen Kanal kostenfrei und gib mir einen Daumen hoch. Teile die Videos, damit auch andere erfahren, wie einfach, lecker und leicht man hier backen kann. So, und ihr seht, es ist ein richtig schöner Teig. Durch die Karotten wird er schön saftig. Wer möchte, kann natürlich optional noch ein Brühstück oder ein Quellstück hinzufügen, aber testet erst einmal dieses Rezept aus. Bei uns kam es richtig gut an. Dadurch, dass ich jetzt Roggensauer verwendet habe, wirkt es leicht bräunlich, so als hätte ich Zuckerrübensirup dazu genommen. Das ist aber nicht der Fall und guckt euch das an. Obwohl das wirklich so ein nicht starker Roggensauerteig war, also es waren wirklich nur solche Reste, hat er eine tolle Triebstärke. Zum Aufgehen braucht er in der Kombination, die ich euch gezeigt habe, circa 3 bis 6 Stunden. Mehlt dann eure Arbeitsfläche ein bisschen ein und ihr seht es schon, der Teig ist recht weich. Das ist ganz normal. Zum einen liegt das natürlich an dem Sauerteig und zum anderen aber auch an dem Hefewasser. Daran muss man sich gewöhnen. Wer möchte, könnte den Teig auch direkt schon in die Kastenform geben. Ich werde jetzt noch ein bisschen hier Spannung drauf bringen und falte das von außen nach innen. So, ja, nee, das reicht mir noch nicht. Also einmal noch mal kurz platt drücken und noch mal ein bisschen falten. Dass bei mir jetzt ein bisschen Mehl dazwischen ist, ist nicht schlimm. Normalerweise sollte man das ja nicht machen. Ich packe ihn ja aber jetzt gleich noch mal in die Kastenform und gebe dem Brotteig dann noch mal wieder Zeit zum Aufgehen, so dass das Mehl, das jetzt da zwischen den Schichten ist, sich dann auch wieder auflöst. Also da keine Bange haben, es darf halt nicht zu viel Mehl sein. So ein bisschen glatt gestrichen. Die Teigkarte ist bei weichen Teigen wirklich euer bester Freund. Falls ihr noch keine habt, kann ich euch das wirklich ans Herz legen. Meine war bei meiner Küchenmaschine mit dabei. Die gibt es aber auch so zu kaufen und ich habe mehrere mittlerweile in verschiedenen Varianten, weil jede für sich so seine gute, ja, seine Vorteile einfach hat. Und ich habe jetzt hier meine Kastenform schon mal eingefettet. Ihr könnt das mit Butter machen, ihr könnt Pflanzenöl nehmen. Wer möchte, kann hier jetzt auch schon ein paar Saaten reingeben. Ich habe das erstmal so gelassen, weil es so eine Art Toastbrot nur in gesünder sein soll. So, und dann nehme ich ein bisschen eine feuchte Hand und drücke das Ganze flach. Und jetzt sagt ihr,
Emma, wir wollen doch ein fluffiges Brot. Warum drückst du das denn flach? Ich möchte, dass die Ränder und oben das so eine schöne glatte Fläche hat und außerdem brauche ich oben gleich Feuchtigkeit, damit die Körner, die ich noch hinzugebe, schön anhaften. Normalerweise, wenn ihr Körner benutzt, solltet ihr die einweichen oder vielleicht auch anrösten. Ich nehme nachher Körner einfach nur noch mal oben zur Deko. Die könnt ihr also einfach hinzugeben und schaut mal, nach einer halben Stunde hat der Teig hier komplett sich bei meiner Abdeckhaube festgeklebt. Also, der hat schon eine ordentliche Triebkraft und ich hatte ihn zwar glatt gemacht, aber gut, das ist nicht schlimm. Da kommen jetzt die Körner drauf. Damit die besser haften, mache ich es noch mal feucht. Ich nehme da jetzt einfach meinen Glassprüher. Das genaue Rezept mit den Mengenangaben, was ihr hier benötigt, findet ihr wie immer unten in der Beschreibung, wenn ihr auf mehr klickt, also in der Infobox. Es kommt aber auch noch mal zum Schluss. Pausiert dann einfach das Video und macht einen Screenshot davon. Ich gebe jetzt den Brotteig in den heißen Ofen und wenn er da dann fertig gebacken ist, lasse ich ihn ordentlich auf dem Backgitter auskühlen. Meistens mache ich es ja so, dass ich morgens oder abends die Brote backe und dann über Nacht bzw. übertags dann auskühlen lasse. Das hatte ich abends gebacken und am nächsten Morgen gab es so ein frisches, leckeres Brot und das ist doch eine tolle Alternative zum gekauften Toastbrot. Also, wer möchte da nicht zugreifen? Fluffig, saftig, lecker. Und in diesen Videos sehen wir uns wieder. Ich freue mich riesig auf euch und sende euch liebe Grüße. Eure Emma.